Wenn ich ein neues Unternehmen aufbaue, welche Phasen gibt es eigentlich? Auf was muss ich aufpassen? All das und mehr werden wir uns heute anschauen. Der Aufbau eines Unternehmens ist die Entwicklung eines Kindes. Jedes Kind macht einzelne Entwicklungsstufen durch, so macht auch ein Unternehmen Entwicklungsstufen durch. Man kann zwar hoffen und sagen, okay, jetzt fange ich gleich in der Grundschule an, aber de facto, wenn ich den Kindergarten und wenn ich die Schritte davor auslasse, dann wird es auch in der Schule nicht weiterkommen. Das heißt, wichtiges Learning ist, alle Entwicklungsschritte muss man einmal durchmachen. Mit der entsprechenden Erfahrung, mit den entsprechenden Prozessen kann man vielleicht die einzelnen Entwicklungsschritte verkürzen, aber man muss immer beachten, jeder Entwicklungsschritt hat auch eine wichtige Funktion für den Aufbau des Unternehmens. Schauen wir uns nun die einzelnen Entwicklungsschritte an. Zunächst fangen wir an mit dem Problem. Was ist denn das Problem, was wir in der Gesellschaft angehen wollen? Was ist denn das Bedürfnis, das wir erfüllen wollen? Dazu gibt es unterschiedliche Modelle am Markt, die helfen können, diesen Prozess schneller zu durchlaufen. Eines der bekanntesten ist das Value Proposition Canvas. Dabei schaut man sich an, A, wer sind die Zielgruppen, welche Probleme, welche Prozesse gehen sie jeden Tag durch und B, überlegt man sich dann, welche Lösungen man da findet, um die Probleme des täglichen Lebens besser bewältigen zu können. Die zweite Phase, wenn man sich mal das Problem genau angeschaut und versteht, auch in welchem Kontext man sieht, ist die Problem-Solution-Fit-Phase. Dabei schaut man sich an, okay, für die Probleme, welche Lösungen kann ich bieten, um diese Probleme zu mindern, um bessere Ergebnisse zu erreichen. Das ist die Phase, wo man an den MVP arbeitet, wo man mit vielen Menschen spricht und sich austauscht über die einzelnen Kernfunktionalitäten. Wenn man sich hier Beispiel wie der Markt anschaut, Google hat bereits bei einer der ersten Funktionen oder bei einer der ersten Webseiten, die sie präsentiert haben, bereits das einfache User-Interface nur mit der Suchfunktion gezeigt. Auch wenn man sich anschaut bei Facebook in den ersten Ausprägungen, hat man bereits die Kernelemente, die sie jetzt optimiert haben und natürlich im Hintergrund vieles dazugebaut haben, bereits erkennen können. Wenn man die Problem-Solution-Fit, das heißt, wenn man die ersten Kunden gefunden hat, die dieses Problem haben und auch die Software nutzen, kommt man in die Solution- und Market-Fit-Phase. Hier geht es darum, möglichst viele Marktteilnehmer zu finden, die diese Problem-Solution, also die Lösung, die man entwickelt hat, tatsächlich auch benutzen. Hier geht man meistens sehr viel mit Marketing hinaus, man hat hohes Spending, weil man einfach den Markt aufbauen möchte und möglichst viele erreicht, um entsprechend auch in die Skalierung kommen zu können. Wenn man das aufgebaut hat, hat man meistens eine durchaus doch höhere Burn Rate. Das heißt, es wird hier Geld ausgegeben, für Marketing ausgegeben, man geht hier breiter, man redet mit vielen Kunden, man möchte möglichst viele Kunden bekommen. Damit das Unternehmen langfristig auch überleben kann, braucht es einen positiven Cashflow. Das heißt, die nächste Phase ist dann die Market Business Model Fit Phase. Bei der Market Business Model Fit Phase geht es darum, die Prozesse, jetzt man war sehr breit, man hat versucht, die Kunden reinzuholen, zu optimieren, Kosten zu reduzieren, um damit auch entsprechende Profite zu machen. Ich habe hier ein Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel von einem Gastronomieunternehmen, die haben sowas Ähnliches wie eine Wiesn. Dort waren sie das erste Mal und haben dort, es waren viele Gäste dort, aber sie haben auch sehr abgestimmte Prozesse gebraucht. Und am Anfang haben sie geschaut, okay, können wir das umsetzen? Und haben noch kein Geld verdient, weil einfach die Prozesse zum Abarbeiten dieser vielen Menschen einfach teuer waren. Sie haben ein zweites Jahr gebraucht, wo sie dann weiter optimiert haben. Mehr Kunden, aber auch die besser optimierten Prozesse. Und erst ab dem dritten Jahr haben sie es geschafft, dann entsprechend Gewinne zu erwirtschaften. Das heißt, man sieht, man muss zuerst schauen, okay, habe ich die Kunden, habe ich die Lösungen, die überhaupt gebraucht werden und darauf aufbauen, dann kann ich optimieren und die Kosten reduzieren, um damit auch einen positiven Cashflow zu generieren. Und wenn ich in dieser Phase bin, geht es dann in die größere Skalierung. Wenn ich also weiß, ich habe einen Markt, ich habe Kunden, die das Ganze haben wollen, ich weiß, ich kann damit auch Geld verdienen, dann geht es in die Skalierung. Dann suche ich mir meine 2 Kanäle, durch die ich in den letzten Monaten, davor oder Jahren die Erfahrung gesammelt habe, dass ich skalieren kann, hinein, nehme wieder Budget in die Hand, Budget, das ich aber kalkuliert habe, weil ich bereits Erfahrung habe, wie mein Unternehmen skaliert. Und dann geht es in das große Wachstum hinein. Und da geht es in die Wachstum. In den ersten Phasen spricht man primär mit den Innovatoren, also mit den Menschen, die Early Adapter sind, die gerne neue Dinge ausprobieren. Um dann wirklich in die Skalierung zu gehen, brauche ich Geld, um einfach die breite Masse zu erreichen. Um die zu erreichen, die etwas zurückhaltender sind, die einfach mehr Vorbilder brauchen, um auch die Lösungen, die man entwickelt hat, dann auch entsprechend einzusetzen. Kann ich einen dieser Prozesse überspringen? Meiner Meinung nach nein. Ich muss jede Phase durchmachen. Ich kann nicht ein Unternehmen optimieren, wo ich nicht nochmal weiß, ob ich entsprechende Kunden habe. Ich kann nicht in die Skalierung hineingehen, wenn ich noch gar keine Lösung habe. Das heißt, wichtig ist, ich muss jede entsprechende Entwicklungsphase durchgehen. Ich kann sie nicht
überspringen. Das, was ich machen kann durch die richtigen Ansätze, durch ständigen Austausch mit meiner relevanten Zielgruppe, ich kann sie optimieren, ich kann vielleicht die Phasen reduzieren, um schneller entweder einen positiven Cashflow oder auch entsprechende Skalierung hineinzukommen. Damit wünsche ich wieder viel Spaß beim Umsetzen des eigenen Unternehmens. Bei Fragen gerne in den Kommentaren. Und vieles von dem, was ich erzählt habe, findet sich auch in meinem Buch Organic Venture Building. Und damit ein großes Tschakka!